Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Alex, zu meiner Rechten sitzt Alicia und heute nehmen wir euch mit auf unsere Reise durch Laos. Aber eins wollen wir vorwegnehmen, wir sind unglaublich froh, dass wir die zweitägige Anreise auf uns genommen haben, um das Land Laos kennenzulernen. Auch wenn uns das nicht zu jedem Zeitpunkt bewusst war. Let's go! Auf den ersten Blick ist dieses Hotel wirklich wunderschön. Nach der zweitägigen Anreise sind wir endlich in Luang Prabang angekommen und sind froh, dass wir im Hotel so herzlich empfangen wurden. Der hat uns nicht nur viele Sachen über Luang Prabang erzählen können, sondern uns auch noch einen richtig schönen Tipp fürs Abendessen gegeben. Die zweitägige Anreise steckte uns noch ziemlich in den Knochen und so sind wir abends einfach ins Bett gegangen und haben ein bisschen entspannt. Die Akkus sind wieder aufgeladen und wir starten in den Tag in Luang Prabang. Wir leihen uns einen Scooter aus, denn heute steht noch einiges an. Beim Frühstück wurden wir leider etwas enttäuscht. Es sah viel besser aus, als es geschmeckt hat. Aber das war uns zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ganz egal, denn wir haben uns gefreut auf das heutige Highlight. Für mich ist tatsächlich schon die Anreise ein absolutes Highlight. Ich liebe es, durch diese Natur zu fahren auf einem Scooter. Wir waren jetzt fast 45 Minuten unterwegs, sind raus aus der Stadt Luang Prabang gefahren. Wir sind heute bei einem der wahrscheinlich schönsten Wasserfälle des ganzen Landes, und zwar dem Kuang Si Wasserfall im Norden von Luang Prabang. Wir gehen erstmal Stück für Stück die kleinen Wasserfälle bergauf, bis wir oben beim eigentlichen Highlight ankommen. Auf dem Weg erwartet uns schon jede Menge Natur und wir sind da eigentlich schon komplett geflasht von dem ganz hellblauen Wasser. Und das Wasser sieht unglaublich schön aus. Diese türkise Farbe ist einfach einladend zum Baden. Das Wasser war ordentlich kalt, aber wir haben die Abkühlung total genossen, denn es war mal wieder sehr, sehr warm. Auf dem Weg zurück in die Stadt haben wir noch bei einem kleinen süßen Café angehalten, direkt am Mekong. Da ist uns erstmal aufgefallen, wie breit dieser Fluss überhaupt ist.
Und wenn man denkt, dass dieser Tag nicht noch schöner werden könnte, sehen wir auf einmal ganz viele kleine Hütten mitten in den Reisfeldern von Laos und wir entscheiden uns hier, einen kleinen Stopp einzulegen. Auch wenn wir die nächsten Tage in Luang Prabang nicht mehr ganz so viel gefilmt haben, ich hoffe an dieser Stelle, ihr nehmt uns das nicht ganz so übel, haben wir doch noch ein Highlight, was wir euch zeigen möchten. Das ist nämlich der Tempel auf dem Berg, der mitten in der Stadt steht. Von hier aus hat man einen super Ausblick auf den Sonnenuntergang über den Bergen von Laos. Und so kommen wir auch schon zu unserer Zeit in Vang Vieng. Diese Stadt hat uns deutlich besser gefallen. Angekommen in Vang Vieng machen wir erstmal das Beste, was man in Laos machen kann. Wir leihen uns einen Scooter und fahren raus aus der Stadt. Angekommen nach einer wunderschönen Tour durch die Natur von Laos sind wir bei der Blauen Lagune Nummer 3. Die Blaue Lagune Nummer 3 lag leider im Schatten von einem Berg, dennoch sah das kristallblaue Wasser wirklich einladend aus und ich habe mich ein bisschen ausgetobt, indem ich mich an einem einen oder anderen Rückwärtssalto probiert habe. Und nach ungefähr 20 Rückwärtssaltos hatte ich wirklich das ganze Publikum auf meiner Seite. So selbst die Franzosen gerufen haben, Le Parti, Le Parti. Irgendwann mussten wir dann leider zurück in die Stadt fahren, auch wenn wir hier total viel Spaß gehabt haben und eigentlich noch viel länger da bleiben hätten können. Das Außergewöhnliche in Laos ist, dass das ganze Leben eigentlich auf der Straße stattfindet und so konnten wir auf dem Rückweg noch ordentlich was vom Land aufschnappen.
Und neben dem Leben, das auf der Straße stattfindet, haben wir auch ein weiteres Highlight von der Stadt Vang Vieng auf dem Rückweg kennengelernt. Und zwar alle möglichen Aktivitäten, die in der Luft stattfinden. Und weil es so schön war, haben wir uns ordentlich beeilt, sind schnell auf die Dachterrasse vom Hotel gelaufen und haben den Schauspielen noch ein bisschen weiter zugeschaut und dabei auch diesen wunderschönen Sonnenuntergang in Vang Vieng gesehen. Es ist Tag 2 in Vang Vieng und wir schmeißen uns mal wieder auf den Roller und fahren raus in die Natur, denn heute warten 2 Highlights auf euch. Die Straßen hier in Laos sind wirklich abenteuerlich, haben wir gemerkt. Dennoch haben sich diese 45 Minuten Fahrt wirklich gelohnt, denn wir sind bei der Blue Lagoon Nummer 4 angekommen, die wir zum Anfang fast ganz für uns allein hatten. Und was ich mich gestern nicht ganz so getraut habe, weil so viel los war, habe ich heute nachgeholt und ich bin auch mal gesprungen. Das Wasser war heute leider nicht ganz so kristallklar wie gestern. Dafür lag die Lagune mitten in der Sonne, sodass wir die Natur drumherum noch ein bisschen besser wahrnehmen konnten als gestern. Und wie es nun mal so ist, haben wir an diesem schönen Ort ein bisschen die Zeit vergessen und mussten uns ein bisschen beeilen, um an unser nächstes Ziel zu kommen, wo wir der Sonne ein bisschen entgegenkamen. Und weil es ja nicht schon anstrengend genug war heute in der Blauen Lagune, wartet jetzt nochmal eine richtige Aktivität auf uns, denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen von den Karstfelsen rund um Vang Vieng zu besteigen, um hoffentlich einen schönen Ausblick von da oben zu haben. Bei 30 Grad natürlich extrem wichtig, ordentlich was trinken, denn der Körper ist richtig am Arbeiten.
oben angekommen, mussten wir natürlich erstmal durchatmen. Etwas Wasser wurde zweckentfremdet und wir haben Stück für Stück begriffen, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Als wir uns dann ein bisschen regeneriert haben, war uns klar, wir müssen uns dieses Flugzeug mal anschauen. So ein Flugzeug hier oben zu haben, sieht natürlich besonders cool nochmal für Fotos aus und das haben wir ordentlich genutzt. In Kombination mit meiner Höhenangst ist das natürlich kein ganz so schönes Gefühl, aber nur für euch habe ich mich dann auch mal getraut, rein in das Flugzeug. Das war auf jeden Fall eine ordentliche Überwindung. Falls ihr allerdings mehr davon sehen wollt, dann lasst mal gerne ein Like da und schreibt auch mal gerne in die Kommentare, wie wohl ein passender Name für mich als Pilot lauten würde. Auch wenn wahrscheinlich die meisten Leute für das Flugzeug hier hochklettern, waren wir einfach wieder geflasht von der Aussicht, die wir hier oben genießen konnten. Wir konnten die ganzen Reisfelder, die ganzen Berge sehen und natürlich auch einen Blick auf das Leben hier in Laos bekommen. Wo es bergauf geht, geht's auch wieder bergab. Und so haben wir uns den Berg dann nochmal runtergequält. Auf dem Rückweg wurden wir dann nochmal mit einem richtig schönen Sonnenuntergang belohnt. Und nach all dem ganzen Abenteuer hier in Vang Vieng und Luang Prabang brauchten wir mal wieder ein bisschen Langeweile. Und da kam uns ganz gelegen, dass die Hauptstadt von Laos als die langweiligste Hauptstadt in ganz Südostasien gilt. Dort angekommen haben wir schnell eingecheckt und dann die Straßen der Stadt zu Fuß erkundet. Uns kam es ein bisschen so vor, als wäre Vientiane ein kleines Dorf im Mantel einer Stadt. Das Schöne war dann allerdings, dass der Ruf der Stadt zutreffend war. Das absolute Highlight war für uns eigentlich, dass wir 2 neue Freunde auf dem Weg nach Vientiane kennengelernt haben, mit denen wir abends noch essen waren. Ansonsten gab es in der ganzen Stadt nicht viel zu sehen, sodass wir uns echt nicht schlecht gefühlt haben, dass wir einfach mal nichts gemacht haben. Somit neigt sich unsere Zeit in Laos dem Ende zu und wir müssen sagen, dass uns das Land mit wirklich geteilten Meinungen zurücklässt. Einerseits haben wir uns immer wahnsinnig lebendig gefühlt, wenn wir draußen waren und Action erlebt haben. Andererseits haben wir aber extrem wenig auch im Alltag gefilmt, weil wir uns einfach nicht richtig wohl gefühlt haben. Und so kommt die Frage auf, ob wir vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Wir waren auf jeden Fall froh, das Land nun zu verlassen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, wo wir wohl als nächstes hinfahren. Kleiner Tipp:
wir sind schon da. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ist war gut, oder?